Hallo Leute, wir sind jetzt in der italienischen Region St. Ulrich und wir sind gerade mit der Bergbahn hochgefahren und stehen wir gerade auf dem Berg Cezzeda. Entschuldigung, wenn ich das Wort nicht richtig ausgesprochen habe. Hier sind wir gerade auf dem Berg Cezzeda. Wieder dieser wunderschöne Ausblick, schöne Wiesen, schöne Weide. Ja, und das Wetter ist endlich wieder gut.大家可以看到，相比于Dracaena oder Pascal Cezzeda 的山缓坡很多，像一个一个小丘陵一样，然后再到最顶峰。这个地貌应该对滑雪来说比较好，但确实很漂亮，我还是比较喜欢这样的山，然后一些小房子啦，这样的。确实不错。Hey Leute, das ist Edelweiß. Edelweiß, das ist was auf meinem Cappy steht. Sieht ja schon ähnlich aus, oder? Aber ich glaube, Edelweiß hat ja wenige Blätter. Und normalerweise Edelweiß sind dann nur ab eine bestimmte Höhe zu sehen, glaube ich, ab 3000 so. Ja, wir sind noch nicht 3000, deswegen. Wer weiß. So Leute, ich habe zum Frühstück nur Salat und so gegessen und jetzt bin ich ein bisschen verhungert. Very low energy. Habe ich gerade so an der Hütte vorbeigelaufen, habe ich diese frisch hausgemachte Krapfen gesehen. Für 5 Euro allerdings. Naja. Hunger ist Hunger, ne? Kann man nichts dafür. Muss mir jetzt ein bisschen Energie Nachschub geben. Ja. Frittiertes Mehl mit Puderzucker drauf. Aber ohnehin Zucker und Energie. Das brauche ich momentan. So romantisch von euch, dass wir so bei solchem geiler Aussicht wir uns betroffen. Bitte? Wir haben uns fast geküsst und jetzt bist du da. Darf ich mich anschließen? Die Romantik ist schon vorbei. Genau. Mit einem Chinese wird er nur noch besser. Diversity. Diversity is the key. Aufgenommen per Video. Ja. So, wir wollten jetzt weiter. Oh mein Gott! Jungs, gib mir einen mit. Verarsche mich jetzt. doch. Oh mein Gott, ich war fast am Umkippen da unten bei dem Daniels Hütte, glaube ich, das ist. Daniel. Ich habe so 5 Euro Krapfen Gekauft. mir gegönnt. Ja. Krapfen. Dieses, Teigding, ja, die dieser richtig Teigding, so, leckeren, ja, so ein bisschen aufgefrittiert, so ein bisschen Lehm in der Mitte. Ja. Gut. Jo. Die letzten 100 Meter warten. Laber nicht, das ist mehr als 100 Meter. Nee, meinte Höhenmeter. Höhe. Hör, ach du Aber Scheiße. allgemein noch, ich weiß nicht, 10, 20 Kilometer. Schauen wir mal kurz. Ich glaube, da sind die
Ochsen. Hallo. Hallo. Moo. 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 Und guck mal, der andere, der reibt sich gegen diese Teppichding oder Rollerding. Macht er sich keine Dusche. Das ist der kleine Mu. 这就是我们走的路，去往山岭的路，在山间中行走。这就是我们去往山顶的路，在山坡山腰上穿行盘行，也是另外一种感觉。路也就2米宽度吧，然后就是伴随着身后的这个美景，这个壮观，前方是通往山顶的道路，也是别有一番风味。Leute, wie ihr seht, ich glaube, müssen wir jetzt den Weg nehmen, einen steilen Weg nehmen, um hochzukommen auf den Gipfel. Die Steigerung eingeschätzt, ja, mit 30 Grad ungefähr. Ja, wir sind schon so weit gekommen, muss es zu Ende bringen. Let's go! Nach ausgewogenen Überlegungen stellt sich heraus, dass es doch nicht der Weg nach oben ist. Also ja, es ist der Weg zum Gipfel nach oben, aber da ist ja keine Hütte. Und der Weg ist es nur für Profikletter. Ich habe gesehen, der Weg ist schon sehr steil. Und schon gefährlich. Deswegen, ich weiß auch nicht, wo die beiden gerade sind. Gehe ich davon aus, dass er ganz andere Richtung oben. Nach Überlegung, dass ich noch mit alle meine Glieder noch voll zurück nach München zu fahren, habe ich mich entschieden, lass es gut sein. Was habt ihr gemacht? Ihr, ich dachte, ihr war so mutig, dass ihr schon da drüben und den Weg auch hochgeklettert habt. Ich glaube eher nicht. Wo das Wegende ist, also wo das eine Wegweise ist. Und da ist tatsächlich ja ein Weg oben. Aber es gibt geradeaus oben oder links oben? Ne, siehst du dieser kleine Bogen? Ja. Da ist ja der Weg hoch. Das ist der tote Ende da, also das ist gar nichts. Wir Und gehen da vorne links hoch. wie nach vorne links? Da gibt's nur. Da siehst du da Leute. Links Wo oben. die Leute sind. Da ist noch Da, ach so, da ist es ja eigentlich verboten. Da steht, da ist kein Zutritt für normalen. Sonst alle werden. Ja, aber siehst du. Das ist egal. Und der obere Weg ist, da steht ein Schild drauf, nur für Climber, also nur für Professional Climber und sowas. Genau. Und wo gehst du jetzt hin? Wie ist es da oben? Sehr schön, ja. Ja? Man Blick auf diesen Berg. Okay. Ein bisschen gefährlich, also muss schon ein bisschen gucken, aber Echt? geht. Also wie ich vermutet habe, die beiden Jungs ist ja komplett in eine andere Richtung gegangen, also quasi. Und ich gehe jetzt, wo sie gerade waren, und die beiden gehen jetzt, wo ich gerade war quasi. Und genau, wir treffen uns dann unten irgendwo bei einer Hütte, Treuerhütte. Ja.
So Leute, wir sind offiziell auf dem Gipfel, also quasi für öffentlich zugängliche Gipfel. Hinter mir ist der Berg Szczytna. Wie immer ein herrliches Ausblick. Die Alpen haben wirklich was Besonderes in sich. Und wo wir stehen gerade ist mit der Höhe von 2518 Meter. Und wie ihr seht, um uns herum sind so viele andere Gipfel, andere Berge. Ja, die höchste ist mit 3200 Meter. Deswegen Alpen, es ist nicht nur ein Berg oder eine Spitze, sondern das zieht sich 1000 Kilometer lang. Aber wir haben es geschafft. Schauen wir mal, was die beiden gerade machen. Ich sehe, ich habe noch genug Energie. Oha, schlecht. Lass lieber die Profis machen. Oh, ich konnte nicht. 5-4. Da ist chinesische Gene drin. Anscheinend haben die genug Energie noch. Wie siehst du, habt ihr schon Bier, was bei Essen gegessen? Aber habt ihr vor, oder? Ja, klar. Okay, dann warte ich. Bier und Okay. Wir sind endlich jetzt in der Treuerhütte angekommen. Mit nüchternem Magen und alles. Ja, das Beste an dem Wandern ist ein kaltes Bier und dazu noch Essen. Keine Ahnung, Schnitzel, Schweinehaxen oder irgendwas. Okay, wir sind jetzt in Italien, also vielleicht Nudeln, Spaghetti, Ragout, sowas. Ja, genau. Das ist die beste Belohnung für das Wandern. I know sometimes life can be tough, and you feel like you just had enough. When you're thinking everything is gone wrong, just remember that I'm here to cheer you on. Yeah, I wanna pick you up from the ground, let you know that I'm always around. Also Leute, Update. Wir sollen eigentlich mit dem Lift wieder runterkommen. Zu unserer Parking-Spot. Aber wir haben den Ausblick zu bisschen lang genossen bei der Hütte. Und haben uns 5 Minuten verspätet, bevor der Lift schließt. Genau, der Typ von der Lift hat mich natürlich gesehen, dann mit verachteter Augenblick mich geschaut und sagt, verpisst euch jetzt. Ja, also haben wir keine andere Wahl. Müssen wir zu Fuß laufen. Und dauert ungefähr 1,5 Stunden. Ja. Positive Seite ist, dass es nicht regnet. Also es ist schönes Wetter. Und kann man ein bisschen länger den Ausblick genießen. richtig, so ist es. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Abmarsch. Ja Leute, wir sind da gerade auf dem Weg runter. Der Terminator
ist sehr schnell. Der hüpft wie ein junger Reh. Keine Ahnung, warum er so schnell läuft. Ich bin hier, Vitali ist hinter mir. Das ist aber schön. Sehr schön, der Ausblick. Da waren 2 Mädels, die vor uns gelaufen sind. Vielleicht deswegen wollte Terminator schnell laufen, um den zu treffen. Ja, Terminator! Wir sind keine Maschine wie du. Ja, the grind continues. Oh Leute. Update. Aber kein Update. Wir sind immer noch auf dem Weg runter zum Parkplatz. Diese dauerhaft Berg runter geht richtig schön auf die Knie, auf den Schoß. Und Sache ist ja, wenn noch auf die Wege so steinig sind, manchmal große Steine, manchmal kleine Steine. Also das ist sehr gefährlich. So sehr leicht umzuknicken. Also ich glaube, jeder Basketballer kennt das Gefühl. Oder weiß das, weißt du. Vor allem, wenn wir so runterlaufen mit dem Felsen, erstmal auf dem Boden berührt. Und wenn es irgendwie ein bisschen unebener ist mit Steinen und so, dann zack, knickst du einfach um. Das ist sehr gefährlich. Aber deswegen ist es schon anstrengend. Es hat uns schon ein bisschen gewundert, warum der Leiter so super schnell gelaufen ist. Und wir haben schon vermutet, dass er die Mädels ansprechen wollte. Deswegen. Und jetzt Theorie bestätigt. Ja, ist auch gut. Zusammen mit Begleitung und so, da geht die Zeit auch schneller. Mindestens vom Gefühl hier. Ja, Leonard, the Terminator with a master plan. Naja, muss er weiter grinden. Weiter. So Leute. Das ist besser als gedacht. Wir haben insgesamt knapp eine Stunde gebraucht, um runter zum Parkplatz zu kommen. Was für eine Erleichterung. Ja. Also wir wollen jetzt noch ein, 2 Mal See gehen, bevor es dunkel ist, ein bisschen Aussicht genießen und dann nach Hause fahren. So ist der Plan. Ja. Das ist die Aussicht. Mein Arm tut schon weh. Ja. Alle chillen hier. Ja, das ist eigentlich die Bahn, mit der wir eigentlich runterfahren sollen. Aber wie gesagt, ist geschlossen. Der Scheiß Kohlreise heißt es. Nicht gut. So Leute, letzter Tag von der Reise. Heute, wir verlassen gleich die Wohnung. Wir haben alles so eingepackt. Die beiden warten schon auf mich unten. War schön in Dolomiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Leute, momentan, ich glaube, es ist 9:45, glaube ich, in der Früh. Und wir sind gerade in Prag-Wilsy gekommen. Und der Parkplatz ist hier schon komplett voll. Also, keine Ahnung. Schau mal, so viele Autos stehen da schon hinten. Eine große Schlange. Oh, ja. Also, hier ist ein sehr beliebter Spot, weil da es einen sehr schönen See gibt. Das ist so Instagram-Hotspot. Viele sind schon sehr früh da. Vor allem Chinesen und Araben.
Leute, somit ist unsere 5-tägige Dolomitenreise zu Ende. Zusammengefasst ist sehr schön. Ich empfehle euch jedem hier zu kommen, ein bisschen wandern. And we'll see you in the next adventure. Bye bye.